In der Softwaretechnik geht es sehr stark um Modelle. Aber wofür braucht man diese Modelle eigentlich? Das kommt jetzt. Um die Frage kurz zu beantworten, Modelle braucht man, um Probleme zu lösen. Und dafür sollten wir vielleicht erstmal auf das Problemlöseverhalten schauen, was wir als Menschen an den Tag legen. Da gibt es eine eigene Schule in der Informatik zu, die nennt sich Computational Thinking. Obwohl das eigentlich mit Computern gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Das beschreibt Denkmuster, Problemlösemuster, die wir auch anwenden als Menschen, wenn wir gar nicht programmieren können oder noch nie irgendwas mit Computern zu tun hatten. Das sind im Wesentlichen 4 Aspekte, 4 Mechanismen. Das erste ist die Abstraktion. Abstraktion heißt, dass wir, wenn wir ein gegebenes Problem haben, im Kopf versuchen, möglichst viele Details wegzulassen, die wir für die Lösung des Problems gar nicht benötigen. Nehmen wir mal etwas so Komplexes wie eine Stadt. Jetzt hier in diesem Fall München. Eine Stadt ist so vielfältig, dass wir das als Menschen nicht in der Gänze erfassen können. Wenn wir zum Beispiel den Wunsch haben, uns innerhalb von München zu bewegen, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, dann nehmen wir uns eine Karte der Stadt her. Diese Karte ist in gewisser Weise eine Abstraktion von München. Sie lässt eine Menge von Details weg und zeigt die Aspekte, die wir brauchen, um uns in der Stadt zu bewegen, also insbesondere die Straßenverbindungen. Wenn wir uns nicht mit dem Auto bewegen wollen, sondern zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr, dann haben wir hier wieder eine andere Darstellung, äh, die nur die U-Bahn- und S-Bahn-Linien zeigt ähm, und die auch wiederum eine Abstraktion darstellt. Also wir haben noch wesentlich mehr Details weggelassen. Also man sieht eigentlich überhaupt, also es gibt keine Straßen mehr, man sieht auch keine Ortsteile mehr, sondern man sieht nur noch den Netzplan mit den Stationen und man sieht auch nur noch die ungefähre Lage dieser Stationen. Das ist ein Beispiel für eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Abstraktion. Das zweite Stilmittel, was wir als Menschen anwenden, um ein Problem zu lösen, ist die Dekomposition. Wir zerlegen im Kopf das Problem in einzelne Teilprobleme, die sich dann leichter lösen lassen. Wenn Sie also zum Beispiel Ihre Wohnung neu renovieren wollen, dann würden Sie dieses Problem in einzelne Teilprobleme zerlegen, wie zum Beispiel die Wände streichen, neu tapezieren, den Bodenbelag erneuern, vielleicht neue Möbel kaufen, die Küche neu ausstatten und dergleichen mehr. Also Sie fangen im Kopf an, kleinere Teilprobleme zu bilden und wahrscheinlich werden Sie die Teilprobleme dann wiederum in Teilprobleme zerlegen und kommen auf diese Weise zu einer Komplexität, die Sie als Mensch meistern können. Der dritte Aspekt oder das dritte Muster beim Problemlösen ist das Pattern Recognition. Pattern Recognition bedeutet, dass ich in der Komplexität, auf die ich gerade schaue, äh, Teilprobleme erkenne, die ich schon früher mal in ähnlicher Weise habe lösen können. Also wenn ich zum Beispiel wahnsinnig viele Bücher oder Schallplatten oder wenn jemand noch CDs hat, CDs oder sowas habe und ich finde die Musik oder das Buch nicht mehr, was ich lesen möchte, dann könnte ich mich daran erinnern, dass ich in anderen Fällen mal Dinge sortiert habe nach Themengebieten oder alphabetisch. Und schon habe ich ein Pattern gefunden, nämlich das Sortierpattern und kann sagen, gut, das kann ich jetzt anwenden auf diese Masse von Dingen, in denen ich nichts mehr finde. Und diese 3 Aspekte zahlen dann letztlich mit ein auf den vierten, nämlich den Algorithmus-Design. Am Ende, wenn ich ein Problem lösen möchte, dann formuliere ich dieses Problem in Form eines Algorithmus, in Form von Schritten, die ich ausführe, um das Problem zu lösen. Und das sollte Ihnen als Informatiker und Informatikerin eigentlich bekannt vorkommen, weil das ist genau das, was Sie machen, wenn Sie programmieren. Am Ende bauen Sie auf einer sehr feingranularen Ebene einen Algorithmus auf.
Und bei all diesen Schritten, die ich beschrieben habe, brauchen Sie am Ende Modelle. Sowohl für die Abstraktion wie auch für die Dekomposition, wie auch für das Pattern Recognition brauchen Sie Modelle. Und am Ende ist auch der Algorithmus, den Sie schreiben, ein Modell. Und deswegen ist der Umgang mit Modellen auf der verschiedenen Abstraktionsebene, auf der verschiedenen Dekompositions-, also Detailebene ein ganz elementarer Teil von Softwaretechnik. Spielen wir das nochmal an einem kleinen Beispiel durch. Schauen wir uns mal hier die New Yorker Börse an. Ein offensichtlich hochkomplexes Gebilde aus Menschen, aus Maschinen, aus Waren, aus Marktteilnehmern, die Interessen haben. Und ich könnte in allererster Näherung ein Modell machen, was so aussieht. Ich habe eine gewisse Menge an Menschen, die ein Verkaufsinteresse haben. Ich habe wiederum auch einen anderen Kreis oder vielleicht auch einen überlappenden Kreis, der ein Kaufinteresse hat. Ich habe einen irgendwie gearteten Preisbildungsvorgang und am Ende kommt dann ein Börsenkurs dabei raus. Das ist ein extrem einfaches Modell und wahrscheinlich ist es zu einfach, um irgendetwas damit zu tun, zu berechnen. Aber es funktioniert offensichtlich schon mal ganz gut, um diesen Vorgang der Börsenkursbildung zu erklären. Und damit sind wir jetzt schon bei einem zweiten Aspekt von Modellen. Modelle dienen verschiedenen Zwecken. Der erste Zweck ist derjenige der Kommunikation. Ich möchte über ein gewisses Problem mit Menschen reden, wenn ich als Informatiker hingehe und möchte ein Softwaresystem erstellen, dann muss ich ja mit meinen künftigen Nutzern, mit meinen Auftraggebern sprechen. Und wenn ich das tue, dann muss ich Vorstellungen angleichen, die mein Gegenüber hat und die ich angleiche. Dazu stelle ich mich häufig, wenn ich ein Whiteboard habe, vors Whiteboard und fange an zu malen. Und mein Gegenüber malt dann vielleicht mit mir. Oder wir haben ein Blatt Papier und malen. Also Modelle können der Kommunikation dienen. Die sind dann natürlich, wenn sie der Kommunikation dienen, nicht formalisiert, sondern da malen wir irgendwelche Kreise oder Kästchen, also völlig informell, folgen keiner festgelegten Notation. Oder vielleicht nur so ein paar impliziten Konventionen, aber nichts, was ich in irgendeinem Standard nachlesen würde. Damit kommen wir zum zweiten Zweck, den ein Modell haben kann. Das ist der Zweck der Anforderungsspezifikation oder auch Domain Exploration, so heißt ja auch die erste Phase unserer Veranstaltung. Also ich versuche in dieser Phase das, was mir mein Gegenüber von der Fachseite gesagt hat, in einer Form festzuhalten, dass ich sie verstehe, dass ich sie auch nachvollziehen kann, wenn ich nach 2 Wochen, nach 2 Monaten nochmal drauf schaue und dass auch jemand aus dem Team, die das dann umsetzen, verstehen kann, dem ich diese Anforderungen in einer aufgeschriebenen Weise gebe. Also ich muss hier an der Stelle schon etwas formaler werden mit meinem Modell, um also formaler heißt festen Regeln folgend, einer festen Form folgend, um sicherzustellen, dass das, was ich aufschreibe und das, was jemand anders liest, möglichst das Gleiche ist. Und wenn die Form festgelegt ist, dann ist es leichter. Dann kann man nämlich nachlesen, wenn ich ein bestimmtes Symbol benutze in diesem Modell, wenn ich ein Kästchen benutze und einen Pfeil, dann kann ich nachlesen, was heißt denn das Kästchen, was heißt der Pfeil. So, und der dritte Zweck für so ein Modell ist schließlich die Verwendung im Entwurf und in der Implementierung. Anders als bei der Anforderungsspezifikation, wo ich die reale Welt modelliere, würde ich jetzt hier quasi im Entwurf- und Implementierungsstadium die technische Welt, also das, was ich mit meinem IT-System schaffe, modellieren und an der Stelle zum Beispiel eine Planung meiner Implementierung machen. Wenn ich zum Beispiel versuche, meine Module mal zu skizzieren, also was wir kennenlernen werden in Softwaretechnik 2 insbesondere ist, dass wir versuchen, unseren Gesamtkontext so zu zerschneiden, dass wir den in
sinnvolle große Module oder Kontexte aufteilen können, damit dann einzelne Teilteams möglichst unabhängig voneinander weiterarbeiten können. Das zum Beispiel ist etwas, was ich in diesem Entwurf- und Implementierungsstadium tue. Oder wenn ich auf der etwas feineren Ebene vielleicht mir Gedanken mache, welche Klassen, welche Entities ich eigentlich habe. Das ist etwas, was wir in SD1 schon machen werden im weiteren Verlauf von Phase 1 und Phase 2 der Veranstaltung. Wenn ich solche Modelle mache, dann bin ich in der Regel schon mit formalerer Notation unterwegs. Und man muss sagen, dass wir einen gewissen Trade-off haben. Also wir haben so eine Problemstellung, dass wir nicht beides zu gleicher Zeit können. Wir können nicht zu gleicher Zeit formal präzise und widerspruchsfrei sein und auf der anderen Seite dann intuitiv verständlich mit dem Modell. Das beißt sich. Also da, wo quasi die Modellierung in der Informatik mal angefangen hat, war der Versuch, mit so einem Modell äh, möglichst das Schreiben von Code von Hand abzulösen. Das wäre sozusagen hier oben angesiedelt. Da kommt auch die UML her, die wir dann im nächsten Video mal genauer anschauen werden. Also der Versuch, eine detailgenaue und formal vollständige Spezifikation zu liefern, aus der ich dann idealerweise direkt Source Code generieren kann. Ich habe das schon gemacht in meiner Zeit bei Nokia, ist 15 Jahre her, ist in der Industrie nicht mehr so verbreitet. Für uns war es damals notwendig oder sagen wir mal notwendig vielleicht nicht, aber sinnvoll. Es kommt aber auch mit einer Menge von Nachteilen. Also man schreibt Modelle, die so präzise sind, weil man sie ja in Code übersetzen muss, dass sie schon eigentlich nicht mehr für viele Menschen verständlich sind und dadurch erzeugt man auch so ein bisschen Flaschenhälse. Also es gab dann nur noch ein paar Leute, die wirklich diese Modelle verstanden haben und sich über die Modelle ausgetauscht haben. Inhärent ein ziemlich riskanter Prozess, weil dann auch die Kommunikation ein bisschen verengt wird. Am anderen Ende des Spektrums liegen so Modelle, die, wie eben gesehen, so für die Kommunikation für Fachfremde da sind. Also das ist halt so, sagen wir, die typischen gestapelten Blöcke für so eine Managementpräsentation. Wenn ich sage, woraus besteht ein System, dann haben wir unten die Datenbank und in der Mitte haben wir die Applikationslogik und dann haben wir oben noch zwei Clients. So, dann habe ich 4 Kästchen gemalt. Und das ist im Grunde ja auch ein Modell, aber eben eins, was intuitiv verständlich ist, nur halt nicht gerade sehr formal präzise und widerspruchsfrei. Also in so einem Vier-Kästchen-Bild kann ich eine Menge von Widersprüchen und übersehenen Aufwänden verstecken. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und aus meiner Sicht ist so wie muss man sagen, der Sweet Spot hier in der Mitte. Das heißt also, das ist auch das, was wir hier in der Veranstaltung machen werden, wenn wir Modelle machen, was ich versuche Ihnen in Beispielen vorzuleben und was ich auch im Praktikum so erwarte und was ich Ihnen für die eigene Berufspraxis empfehlen würde. Viele Empfehlungen auf einmal. Also zu sagen, sei es, dass Sie eine Anforderungsspezifikation schreiben, sei es, dass Sie so ein Big Picture beim Softwaredesign oder einen bestimmten Teilaspekt modellieren. Versuchen Sie so den mittleren Punkt zwischen der formalen Präzision, der Widerspruchsfreiheit zu treffen und der intuitiven Verständlichkeit. Denken Sie bei einem Modell immer daran, dass das jemand verstehen kann. Also sprich, Lesbarkeit geht vor Detailreichtum. Ähm, Reizen Sie nicht unbedingt alle Stilmittel aus, die so eine Modellierungssprache, also wie OML, Ihnen bietet. Das werden wir dann auch im Laufe dieser Videoserie noch sehen. Da gibt es zum Teil abenteuerliche Details, die vollkommen unintuitiv sind und die man braucht, wenn man sich da oben im Bereich der detailgenauen, formal vollständigen Spezifikation bewegt, die aber, wenn man nicht daraus keinen Code generieren will, vollkommen überflüssig sind. Also bleiben Sie in der Mitte, das ist sozusagen der beste Platz. Jetzt haben wir gesehen, dass es eine Menge von Modellen gibt. Diese Modelle möchte ich ein bisschen versuchen zu klassifizieren, damit man sie einordnen kann. Weil wenn Sie einfach nur sehen, es gibt 14 UML-Diagramme und die kann man auch noch zu verschiedenen Kontexten einsetzen, dann wird es ein bisschen schwierig, das im Kopf zu sortieren, wofür man das braucht. Und dafür gibt es
die Klassifikation von Modellen. So ein Klassifizierungsvorschlag, der bis heute immer noch nachwirkt, ist die 4+1-Sicht nach Philipp Kruchten. Die ist schon 25 Jahre alt und ich finde sie nicht mehr so ganz praxisnah. Deswegen werde ich Ihnen gleich noch einen anderen Vorschlag machen, den wir auch hier in der Vorlesung verfolgen werden für die Klassifikation von Modellen. Aber ich möchte sie Ihnen mal vorgestellt haben, weil man ihr noch begegnet an vielen Stellen. Diese Sicht mischt so ein bisschen die Perspektive dessen, der auf das Modell drauf guckt, mit dem Kontext, in dem das Modell angesiedelt ist. Also nach Kruchten gibt es die logische Sicht, die primär so eine Nutzerperspektive abbildet. Dann gibt es die Entwicklungssicht, die die Perspektive des Programmierers darstellt, also wo man dann so Klassen drin findet, Interfaces und sowas in der Art. Dann gibt es die Prozesssicht, wo ich ja vielleicht auch den Programmierer, aber dann auch sowas wie den Systemintegrator, also der verschiedene Teilsysteme, Teilkomponenten zu einem Ganzen zusammenbindet und das dann in das Produktivsystem überführt, oder jemand, der eine Performance-Optimierung macht. Und dann gibt es schließlich noch eine physische Sicht, wo es um den Betrieb der Software geht. Und in der Mitte sehen Sie die sogenannten Szenarien. Die sind dann auch wieder aus so einer eher technikagnostischen Perspektive die Anwendungsszenarien. Und das passt irgendwie heute nicht mehr so richtig zusammen. Also zum Beispiel die klare Trennung zwischen Entwicklungssicht und physischer Sicht. Dass, wenn man agil entwickelt, denkt man eigentlich das Hosting der Applikation mit, also wo ich eine Applikation betreibe. Wenn ich zum Beispiel für die Cloud entwickle, muss ich das im Entwicklungsprozess schon mit bedenken. Sonst nutze ich nicht alle Möglichkeiten aus, die die Cloud mir bietet. Deswegen werde ich hier in der Veranstaltung eine andere Segmentierung benutzen, die die Form einer 2×2 Matrix hat, also 4 Segmente hat und damit 2 Dimensionen, nach denen wir sie betrachten können. Die erste Dimension kommt letztlich aus dem Softwarelebenszyklus, den wir im letzten Video schon gesehen haben. Und da unterteile ich eigentlich einfach danach, zu welcher Phase ich das Modell einsetze. Denken Sie an die Betrachtung von eben. Mache ich das eher zum Zweck der Anforderungsspezifikation, also beschreibe ich eher mit dem Modell, was in der Wirklichkeit passiert, dann bin ich dann technikagnostisch, dann taucht keinerlei IT in meinem Modell auf, sondern eher Objekte und Vorgänge der wirklichen Welt, also das ist das obere. Oder bin ich in der Phase des Softwareentwurfs, also der Softwarearchitektur oder der Implementation. Und dann sind die Elemente, die in meinem Modell auftauchen, Elemente aus meinem IT-System, also Klassen, Prozesse, Interfaces und dergleichen mehr. Zusätzlich brauchen wir jetzt noch eine zweite Unterscheidungsebene und das ist die Unterscheidung nach Verhalten und Struktur. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen mehr im Detail an, um zu verstehen, was eigentlich Verhalten und Struktur bedeutet. Beginnen wir mal mit Verhalten. Wenn ich auf das Verhalten meines Systems schaue, dann betrachte ich Aspekte, die zeitabhängig sind. Beziehungen zwischen Elementen in so einem Modell haben dann eher mit einem zeitlichen Ablauf zu tun. Also ich modelliere vielleicht Schritte, die hintereinander passieren. Und wenn ich das aus einer textuellen Beschreibung ableite, dann schaue ich eher auf die Verben, auf die Tätigkeitsworte. Bei der Struktur schaue ich eher danach, welche Elemente gibt es strukturell, also zeitunabhängig in meinem betrachteten System, sei es nun die wirkliche Welt oder sei es mein IT-System. Und dann versuche ich, diese Elemente in einer angemessenen und sinnvollen Form zu gliedern, möglicherweise auch hierarchisch zu gliedern. Im nächsten Video werden wir uns mal anschauen, wie sich die einzelnen UML-Diagramme
in diese beiden Kategorien einteilen, dann ist die Unterscheidung zwischen den beiden vielleicht auch nicht mehr so abstrakt, wie sie das vielleicht jetzt erscheinen mag. Wenn man die beiden Dimensionen jetzt zusammennimmt, dann bekommt man das schon erwähnte 2x2 Raster. Damit haben wir jetzt ein Raster, mit dem wir die verschiedenen Typen von Modellen, mit denen wir uns hier in der Veranstaltung auseinandersetzen werden, einordnen können. Und mit dieser Unterscheidung einerseits zwischen dem Nutzen des Modells also für die Anforderungsspezifikation oder also für die Modellierung der echten Welt oder für Entwurf und Implementation, also für die Modellierung der IT-Artefakte. Das wäre dann quasi die waagerechte Dimension oder die senkrechte Dimension, die Unterscheidung zwischen Verhalten und Struktur. Mit diesem Raster können Sie dann den Einsatz von Modellen klassifizieren und für sich ein bisschen klarer haben, wann brauche ich welches Modell für welchen Zweck.